Tja, also kurz vor Weihnachten ging eine ziemlich schockierende Prognose des selbsternannten Wirtschaftsexperten aus Amerika, Harry Dent, um die Welt. Er sagte nämlich, dass es im Jahre 2024 zum schlimmsten Crash bei den Immobilien und an der Börse kommen wird, den wir jemals erlebt haben. Sehr interessant, wie solche Nachrichten an die Oberfläche gespült werden. Wir kennen das ja auch immer hier. Es gibt ja auch in Deutschland viele Beispiele von sogenannten Untergangspropheten, wo man hier letztendlich stundenlang durch YouTube scrollen kann und entsprechende Experten, Finanzexperten, Journalisten und sonstige Pseudo-Intellektuelle findet, die dann hier letztlich prognostizieren, was alles Schreckliches passieren wird. Warum wurde also Harry Dent hier an die Oberfläche gespült? Tja, man kann es nicht sagen. Vielleicht, weil es in dieser Zeit etwas ruhiger war und weniger Nachrichten und Videos als sonst hier letztlich veröffentlicht werden. Wer weiß. Was sagt Harry Dent also? Er sagt letztlich, dass seit 2008 eine gigantische Blase aufgebaut wurde, sowohl bei den Aktien als auch bei den Immobilien und auch in vielen anderen Assetklassen. Diese muss irgendwann platzen. 2024 wird letztlich das Jahr sein. Und dann wird alles auf die Werte von 2008, 2010 letztlich einbrechen, was letztlich heißen wird, dass es zu gigantischen Wertverlusten kommt. Nun lass mich eins sagen, da ist natürlich was dran, ist ja ganz klar, wie immer bei solchen Sachen. Es sind ja meistens Halbwahrheiten, die dann von den meisten so begeistert aufgesogen werden. Es ist ein bisschen was dran. Natürlich, keiner kann bezweifeln, dass es hier eine Blase gibt. Keiner kann bezweifeln, dass die Staatsverschuldung gigantisch ist, dass immer mehr Geld gedruckt wird. Wir alle gehen davon aus, dass es irgendwann kracht. Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber gibt es bestimmte Anzeichen dafür, dass es 2024 der Fall sein wird und nicht 2025? Wer weiß. Ich kann keine konkreten erkennen. Aber vielleicht kannst du eine Aussage dazu machen und vielleicht kannst du sagen, warum 2024 ein ganz schlimmes Jahr sein wird. Und wenn es dann nicht so kommt, kannst du ja vielleicht hier uns allen ein Glas Champagner ausgeben oder sowas. Wer weiß. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Nun, also wie gesagt, irgendwann wird es wahrscheinlich hier zum Knallen kommen, aber ich möchte dir dringend empfehlen, dich nicht auf solche Kanalien wie Harry Dent zu verlassen und deswegen hier irgendwie Angst zu bekommen oder jetzt schon wieder hier den ganzen Goldhändlern Geld in den Rachen zu werfen und weitere Goldbarren zu kaufen. Das ist nun definitiv die falsche Strategie. Die falsche Strategie deswegen, weil, wie ich dir jetzt zeigen werde, Harry Dent kein sehr guter Prognostizist ist. Möglicherweise hast du andere Quellen, möglicherweise gibt es andere Gründe, warum du überzeugt bist, dass du Gold kaufen musst, dass du Aktien verkaufen musst. Da kann es sicherlich andere Gründe für geben. Vielleicht hast du zuverlässige Quellen, aber wie gesagt, wegen Harry Dent solltest du es nicht tun. Schauen wir uns mal seine vergangenen Prognosen an. In einem Buch, das er im Jahre 2011 herausgebracht hat, sagte er voraus, dass letztlich das Verbraucherwachstum ab 2012 einbrechen wird, wobei der Dow Jones irgendwo zwischen 3.000 und 5.600 Punkte im Jahr 2014 seinen Tiefpunkt erreichen würde. Nachdem der Boden erreicht sei, würden die Aktien von 2015 bis 2017 eine kleine Erholung erfahren, bevor sie in der Periode 2019 bis 2023 dann endgültig komplett zusammenbrechen, wenn die Altersgruppe der 45- bis 50-Jährigen, also der Babyboomer, ihren Tiefpunkt erreicht hat. Denn 1973 war hier der Tiefstand der Geburtenrate dann tatsächlich erreicht. Haben sich diese Prognosen bewahrheitet? Nein, der Dow Jones Index verdoppelte sich letztlich in diesem Zeitraum. Harry Dent lag also komplett daneben. Im Jahre 2012 hat er seinen eigenen ETF hier gelauncht, Dent Tactical Advantage ETF mit dem Symbol Dent. Und nach 3 Jahren wurde dieser ETF wegen ständiger Underperformance gegenüber dem Markt dekotiert, also letztlich vom Markt genommen. 2013 prognostizierte Dent, dass der Markt im Sommer 2013 erneut abstürzen und weitere 1,5 Jahre für die Erholung benötigen würde. Komplett falsch.
2014 prognostizierte Dent bei der Bewerbung seines Buches The Demographic Cliff in Australien eine große Korrektur des australischen Immobilienmarktes, die 2014 einsetzen würde, nach einem noch größeren Einbruch in China. Er sagte auch voraus, dass der Goldpreis auf $700 pro Unze fallen würde. Diese Vorhersage revidierte er später. Alles Dinge, die sich so komplett nicht eingestellt haben. Am 10. Dezember 2016 prognostizierte Dent, dass der Dow Jones Industrial Average aufgrund von Donald Trumps Wahlsieg um 17.000 Punkte fallen könnte. Weniger als 2 Wochen später revidierte Dent seine Meinung und ist der Ansicht, dass es kurzfristig Wachstum für den US-Aktienmarkt gibt, aber demografische Kräfte das langfristige Wirtschaftswachstum stagnieren lassen werden, bisher nicht eingetreten. Du siehst also, er hat bisher keine besonders guten Prognosen gemacht. Der Harry Dent, die waren nicht besonders korrekt und sind meistens nicht in Erfüllung getreten. Was sagen andere über ihn? Gene Epstein vom Barron's Magazin sagt, Harry Dent weiß, wie man Bücher verkauft, aber seine Aktienmarktstrategien machen keinen Sinn. Jeffrey Lederman deutete in einem Artikel von Bloomberg an, dass Harrys Erklärung des Aktienmarkts eine einfache ist, die bei Investoren ankommt. Aber ist sie zu einfach, um etwas so komplex wie den Aktienmarkt und die Wirtschaft zu erklären? Eine Frage, er denkt wahrscheinlich nein. Ein anderer Larry, der für CBS Money Watch schreibt, sagt, warum hören die Leute Harry Dent zu, angesichts seiner offensichtlichen Unfähigkeit, die Zukunft vorauszusagen? Auch hier siehst du also, auch andere Kritiker sind nicht sehr davon überzeugt, dass man den Aussagen von Harry Dent sehr viel Glauben schenken sollte. Und das will ich dir genauso sagen. Also möglicherweise kommt es 2024 zu einem großen Crash, wer weiß. Vielleicht hast du hier bessere Quellen. Solche Voraussagen gibt es ja schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Staatsverschuldung der USA begonnen hat, stark in die Höhe zu schnellen. Da gibt es immer wieder diese Aussagen, dass jetzt der ganz große Crash kommt. Gut, ein paar Crashs gab es, aber der ganz große bisher noch nicht. Jetzt wollen wir mal abwarten, was 2024 geschieht. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Aber sollte es tatsächlich so passieren, dass es hier zum großen Crash 2024 kommt und Harry Dent hätte sich hier als der richtige Prognostizist erwiesen, dann wäre es ein reiner Glücksfall gewesen, denn bisher waren seine Prognosen eher wertlos. Anstatt auf irgendwelche komischen Analysten und Untergangspropheten zu hören, gibt es tatsächlich viele interessante Dinge, die du machen kannst, um dein Vermögen zu schützen, beziehungsweise natürlich auch noch weiteres Vermögen aufzubauen. Ich habe ja gesagt, irgendwann wird der Crash möglicherweise kommen, aber bis dahin hast du vielleicht noch einige Jahre oder sogar noch viele Jahreszeit und dort solltest du die Zeit nutzen, um so viel Vermögen wie möglich aufzubauen und am besten steuerfrei. Das funktioniert, indem du in ein Land umziehst, in dem du weniger Steuern bezahlst als in Deutschland oder was immer dein Wohnsitzland ist oder möglicherweise gar keine Steuern bezahlst. Da ist der größte Kostenblock, den du hast, dann eliminiert oder wenigstens reduziert, was sich für deinen Vermögensaufbau ganz erheblich auswirken wird. Wenn das für dich ein Thema ist, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben für 2024 zu sprechen. Den Link zum Beratungsgespräch kopieren wir hier rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, rechtssicher ins Ausland umzuziehen. Wir haben viele Steuerberater und Rechtsanwälte in vielen Ländern, die dich mit unserer Begleitung dabei unterstützen, im Ausland eine neue Heimat zu finden, sich steueroptimiert aufzustellen und neues Vermögen aufzubauen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.